Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Mionske Tech Talk. Ich bin zu Gast bei der Firma Farmingtons in der Nähe von Osnabrück. Sie ist Bestandteil der Welp Group. Wir wollen heute über die kundenseitige Folienindividualisierung unserer Bedieneinheiten sprechen und ich treffe mich dazu gleich mit Alexander König, einem der Fahrzeugentwickler hier im Haus. Hallo Eckart. Hallo Alex. Schön, dass wir heute bei Ihnen im Haus zu Gast sein können. Doch bevor wir starten, wollen Sie vielleicht unseren Zuschauern nochmal Ihre Firma Farmingtons bzw. die Welp Group vorstellen? Gerne doch. Die Welp Group ist europaweit mit 7 Standorten vertreten. Wir haben ca. 800 Mitarbeiter und bieten unseren Kunden ganzheitliche Lösungen im Bereich Kunststofftechnik, Metalltechnik und Sonderfahrzeugbau an. Hier am Standort in Georgsmarienhütte haben wir uns auf den Bereich Sonderfahrzeugbau spezialisiert. Das bedeutet konkret, wir entwickeln und fertigen sondergeschützte Fahrzeuge, unter anderem für sicherheitskritische Anwendungen, für NGOs, Spezialeinsatzkräfte oder hochrangige Politiker. Und dabei kommen unsere Bedieneinheiten zum Einsatz? Genau, und das gucken wir uns jetzt an. Da freue ich mich drauf. Ja, Alex, in vielen Ihrer Fahrzeuge sind diese Bedieneinheiten ja bereits eingebaut. Was war der ausschlaggebende Grund, sich dafür zu entscheiden? Zum einen der begrenzte Bauraum, den wir bei unseren Fahrzeugen zur Verfügung haben. Sprich, wir haben nicht genügend Platz, um analoge Schalter zu verbauen, um so viele Funktionen darzustellen. Und mit der Mionske können wir das auf kleinstem Bauraum realisieren. Außerdem haben wir den Verdrahtungsaufwand dadurch deutlich reduziert. Ja, welche Eigenschaften bzw. Features unserer Bedieneinheiten sind Ihnen denn besonders wichtig? Zum einen ist es die Modularität der Bedieneinheit, sprich wir können mit der Bedieneinheit Zusatzmodule von Mionske steuern, wir können Sondersignalanlagen ansteuern oder auch unsere eigene ECU. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist die Individualisierungsmöglichkeiten der Bedieneinheit, sprich wir können uns an die Kundenwünsche anpassen und dementsprechend die Tastaturfolie selbst gestalten. Ja, das ist gut, dass Sie das jetzt ansprechen. Das ist nämlich ein Punkt, der von unseren Kunden immer wieder genannt wird, die Individualisierung der Folien. Wie haben Sie denn das bis jetzt gelöst? Bisher sind wir den klassischen Weg gegangen. Wir haben anhand der Kundenanforderungen ein Layout erstellt und das Layout an Mionske geschickt und haben dann die fertige Bedieneinheit geliefert bekommen. Mittlerweile machen wir das selbst. Heute finalisieren Sie die Bedieneinheiten also selbst. Welche Schritte waren dafür notwendig, besonders in der Anfangsphase? Der erste wichtige Schritt war die Anschaffung eines CO2-Lasers. Die Investitionskosten sind auch relativ gering. Wir haben einen 2500 € Laser. Und mit dem Support von Mionske konnten wir die Folienindividualisierung auch relativ schnell in-house umsetzen. Alex, wie kann man sich heute den gesamten Prozess der Folienindividualisierung konkret vorstellen? Also als erstes erstellen wir eine Parametrierung mit Hilfe der Entwicklertastatur. Anhand der Parametrierung wird dann von uns eine Laserdatei erstellt mit den dazugehörigen Piktogrammen. Die stimmen wir nochmal mit dem Kunden ab. Und als nächstes können wir mit dieser Laserdatei die Folie auslasern auf dem CO2-Laser. Und die kann dann einfach auf der Tastatur angebracht werden, sprich erst die Transportfolie runter und dann einfach die Folie aufkleben. Und fertig sieht das Ganze dann so aus. Welche konkreten Vorteile ergeben sich jetzt für Sie im Projektalltag? Der größte Vorteil ist auf jeden Fall die gewonnene Flexibilität, die wir dadurch haben. Wir sind deutlich unabhängiger und können wesentlich schneller auf Änderungen reagieren. Unsere Durchlaufzeiten haben sich deutlich reduziert und kurzfristige Anpassungen sind jederzeit möglich. Außerdem würde eine klassische Lagerhaltung der Folien bei uns keinen Sinn machen, da unsere Variantenvielfalt viel zu groß ist.
Und deshalb fertigen wir die Folien just in time, genau dann, wenn wir sie brauchen. Ja, Alex, herzlichen Dank für die interessanten Einblicke in Ihre Fertigung und in den Individualisierungsprozess. Sehr gerne. Damit sind wir nun am Ende unseres heutigen Tech-Talks angekommen. Die vielfältigen Möglichkeiten unserer Bedieneinheiten können Sie unter anderem auf unserer Homepage miunske.com im Pilot-Konfigurator entdecken. Gerne können wir natürlich auch einen Termin vereinbaren, wo wir Ihnen das vor Ort zeigen. Ich danke für Ihr Interesse und ich hoffe, Sie hatten Freude daran, uns bei unserer Arbeit zu begleiten. Folgen Sie uns einfach, damit Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bis bald!